Eine erfrischende, wundervolle Abwechslung in Bezug auf das Tempo, ein unglaublich amüsanter Film, welcher wohl auch das lustigste Stück von Tarantino ist. Unsere heutige Review handelt von Once Upon a Time in Hollywood. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Once Upon a Time in Hollywood, der Film, den wir dieses Jahr am meisten erwartet hatten, ist der neueste Film vom Regisseur Quentin Tarantino. Mit dabei sind die Schauspieler Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie. Die Handlung dreht sich um die Figuren Rick Dalton, Cliff Booth und Sharon Tate, welche in der Filmindustrie tätig sind. Rick Dalton ist ein vom Typecasting betroffener Schauspieler, der an seinem Ruhm festhalten will. Cliff Booth ist sein entspanntes Stunt-Double, der gleichzeitig sein bester Freund ist. Und die dritte im Bunde, Sharon Tate, ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Roman Polanski neben Dalton einzieht. Doch das ist alles, was wir über die Handlung verraten wollen, denn abgesehen von der Einbeziehung der Manson Family gibt es zu jener nicht viel zu sagen. Wir glauben nicht, dass wir jemals einen Tarantino-Film auf so lockere Art gesehen haben, und die ruhigere Angehensweise hat den Film überraschend unterhaltsam gemacht. Dies ist wahrscheinlich Tarantinos bisher entspanntestes und realistischstes Stück, da es darum geht, diese spezifischen Charaktere aufzubauen und den Zuschauer dazu zu bringen, sich für sie und ihre Beziehung zueinander zu interessieren. Dazu sind die Figuren nicht unnötig auf eine vorhersehbare Geschichte beschränkt und somit wird der Film letztendlich nie langweilig. Tarantino ist trotzdem immer noch in der Lage, mit den Erwartungen des Publikums zu spielen, besonders wenn es darum geht, wie bestimmte Szenen ablaufen. Die Handlung machte nie den Eindruck, als würde sie einem bestimmten Pfad folgen, da sie gelegentlich innerhalb Sekunden von einer Figur zur nächsten springt. Aber das fanden wir in diesem Fall nicht schlimm, ganz im Gegenteil, wir fanden es äußerst spannend zu sehen, wie unsere Erwartungen mehrmals unterlaufen wurden. Die gewagte Laufzeit von ca. 161 Minuten mag für viele ein Grund zur Sorge sein, aber die Vielzahl interessanter Richtungen, die der Film unternimmt, wie zum Beispiel die Bemühungen der Figuren in der Branche relevant zu bleiben, sind so unvorhersehbar und unterhaltsam, dass der Film zu keinem Zeitpunkt zu langatmig wirkt. Auch das hier gezeigte Schauspiel ist wirklich einen Applaus würdig. DiCaprio und Pitt geben ihr Bestes und beide sind gleichermaßen zu bewundern. Dies liegt besonders daran, dass ihre Charaktere viele großartige Aspekte haben. Besonders bei DiCaprio ist es faszinierend zu sehen, wie sich sein Charakter auf bestimmte Weise entfaltet und im Laufe des Films viele Emotionen zur Schau stellt. Während Pitt Cliff Booth perfekt spielt, mit einer großen Balance aus Charme, Charisma und einfacher Coolness. Booth war unser Lieblingscharakter, der wirklich jede Szene mit ihm bis zum Ende zu unterhalten vermochte. Leider geht Margot Robbie in ihrer Rolle nicht so sehr auf wie DiCaprio oder Pitt, auch wenn sie die leider verstorbene Sharon Tate glaubwürdig spielt. So merkt man deutlich, dass sie vergleichsweise nicht so viel Screentime hat. Es machte Spaß zu sehen, wie die restlichen großartigen Schauspieler das Bild betreten und verlassen. So ziemlich jeder, der im Film von Bedeutung ist, kann als seine oder ihre Figur natürlich aufblühen, was sich hervorragend mit der ruhigen und dennoch ereignisreichen Natur des Films verbindet. Das Drehbuch an sich würden wir nicht als eines von Tarantinos besten Werken bezeichnen, aber da er in Bezug auf die Erzählung eine weitaus lockere Haltung annimmt, sind wir froh darüber, dass Tarantino zum größten Teil Dialog geschrieben hat, der einem nicht so vorkommt, als sollte er auf einer sehr drastischen Weise geliefert werden, wie ein Hans Lander in etwa. Die Gespräche sind darauf angelegt, die Charaktere realistischer darzustellen, anstatt ständig unvergessliche künstliche Monologe zu erzeugen, wie in Tarantinos älteren wirklichkeitsfremden Filmen. Das Gesprochene ist viel bodenständiger, enttäuscht jedoch nicht und hat, obwohl es nicht ganz einer von Tarantinos zitierfähigsten Filmen ist, ziemlich viele fantastisch konstruierte Witze. Die Themen, die sich um Irrelevanz, Erfolg, Zeitenwechsel und vieles andere drehen, bleiben den gesamten Film über faszinierend. Und auch wenn dies ein Liebesbrief an das Kino der damaligen Zeit ist, hat der Film Mut, der Filmindustrie gegenüber kritisch zu sein.
Hier gibt es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Respekt gegenüber der Branche, die wiederum nie übertrieben verherrlicht wird, wie es bei einigen anderen Filmen der Fall wäre. Wie bei Inglourious Basterds ändert Tarantino auch bei Once Upon a Time in Hollywood die wirklichen Geschehnisse ein wenig, und obwohl wir verstehen können, dass dies für einige Zuschauer ärgerlich sein mag, insbesondere wenn es um die Darstellung von Menschen wie Bruce Lee geht, der zum Glück keinen großen Teil des Films ausmacht, ist es gut, im Kopf zu behalten, dass Tarantino von Zeit zu Zeit gerne bestimmte Tatsachen auf den Kopf stellt, worüber man sich nicht gleich aufregen braucht, da seine Filme natürlich keine Dokumentationen sind. Wie üblich bei Tarantino ist die Kameraführung hier einfach bewundernswert. Robert Richardson, der zum 5. Mal mit Tarantino zusammenarbeitet, hat das Gefühl der Ruhe des Films voll und ganz verstanden, und in Kombination mit dem erstaunlichen Production- und Setdesign sind selbst die ereignislosesten Szenen ansprechend. Die effektive Kameraarbeit in dialogreichen Szenen überzeugt schließlich genauso sehr wie die energetische Kameraarbeit, die beispielsweise in Szenen zu sehen ist, wo Brad Pitt eine etwas längere Autofahrt von einem Ort zum anderen unternimmt. Wie bereits erwähnt, ist das Setdesign mehr als umwerfend. Der Aufwand, Los Angeles der 60er, 70er Jahre ohne die Nutzung auffälliger Effekte nachzubauen, hat sich enorm ausgezahlt. Auch wenn es mit Sicherheit im Nachhinein durch das Visual Effects Team Optimierungen gab, damit alles makellos aussieht. Ein weiterer Aspekt, der viel zum Film beiträgt, ist der großartige Soundtrack. Er fügt sich perfekt in den Film und in die damalige Zeit an. Tatsache, dass kein eigener Soundtrack für den Film komponiert wurde, so reichen die einzelnen Lieder völlig aus, denn sie sind immer stimmig in den Film eingearbeitet und tragen viel zu dem Feeling des Films bei. Tarantino geht sogar noch einen Schritt weiter und fügt dem Film mehrere amüsante Werbungen aus den späten 60ern hinzu. Sie spielen häufig zwischen den funkigen Songs und geben dieser bereits perfekt detaillierten Welt noch den letzten Schliff. Alles in allem ist Once Upon a Time in Hollywood für uns einer der originellsten Filme der letzten Jahre. Die Handlung hält das Publikum die meiste Zeit nicht an der Hand, mit Ausnahme der gelegentlichen überflüssigen Erzählung, für die Tarantino bekannt ist. Der Film konnte unsere Erwartungen stets übertreffen. Er baut eine Menge effektive Spannung auf, mit der besonders am Ende sehr gut umgegangen worden ist. Der Film widerspricht dem Großteil der heutigen Kinobranche, und so mag es für manche Zuschauer nicht das Meisterwerk sein, für das wir es halten. Aber in Bezug auf die gesamte Sorgfalt und Anstrengung, die Tarantino und der Rest des Teams in diesen Film gesteckt haben, würden wir sagen, dass dieser Film auf jeden Fall gelungen ist. Wir geben Once Upon a Time in Hollywood letztendlich 8 von 10 Punkten, die sich in der Zukunft auf 9 von 10 Punkten erhöhen könnten. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war unsere Kritik zu Once Upon a Time in Hollywood. Falls sie euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch dalassen. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns gerne das in den Kommentaren lassen. Wir sind die Filmgeeks und wir wünschen euch wie immer bis zum nächsten Mal eine good time.